Mahlzeit. Ich habe mich mal entschieden, 2 Waffen im Doppelpack zu machen. Warum werdet ihr sicher gleich verstehen? Worum geht's? Ihr seht sie schon da liegen. Und zwar haben wir einmal die AK-74 und AK-74 SU. Unterscheiden sich nicht so sonderlich, haben beide das gleiche Magazinsystem. Also im Endeffekt, wir haben einen Magazintypen mit 545x39, dem kleineren Kaliber aus. Das hatte ich nebenbei mal in meinem Kalibervideo erwähnt. Und ansonsten verhält die Waffe sich eigentlich ganz genau wie eine AKM. Das ist halt die modernere Variante mit dem kleineren Magazin. Wir haben also hier auch wieder unseren Wahlhebel im Einzelschuss. Wir haben unseren Adapter dran. Wir können einen Schalldämpfer anschrauben. Und es ist immer noch ein sehr angenehmes Gewehr. Das hier halt ein ganz klein weniger Durchschlag. Dafür lässt es sich besser kontrollieren. Das können wir uns gleich angucken. Und noch viel interessanter finde ich eigentlich die kleine SU. Warum? Auch wieder genau das gleiche Konzept. Also alles wie bei der AKM und AK-74. Und beide sind auch Schalldämpfer-kompatibel. Na komm, ja, das ist das Übliche. Es will es nicht. Je nachdem wie der... Ihr müsstet nur mal rasten hören. Warum will er nicht? Also wie ihr seht, nicht nur ihr habt die Probleme, sondern alle anderen Spieler auch. Na, dann machen wir das andersrum. Das ist lustig. Kann man das rausschneiden? Nee. Oder wir müssen nochmal neu ansetzen. So, ne, auf Anhieb. Also, na gut. Ihr habt es gesehen. Finde ich sehr angenehm kompakt zu spielen. Wir haben mit unserem Virtual Gunstock, können wir hier anlegen. Und wir können die Schulterstütze wegklappen. Ist noch was kompakter. Ich spiele sie so nicht. Aber als kleiner Fakt nebenher. Eine AK-SU geht in einen G4. Der Schalldämpfer zählt jetzt nicht. Sie könnt also, wenn ihr einen G4-Rucksack habt, könnt ihr beispielsweise interessantere Waffen hinten rein tun in den Slot. Und ihr könnt 3, 4, 5 AK-SU nebeneinander in den Rucksack stellen. Und könnt dementsprechend auch Loot mit rausnehmen. Gut. Jetzt gehen wir nochmal rein. Wie gerade gesagt, ganz einfaches System, ist allbekannt. Wir sind natürlich jetzt schön schallgedämpft. Vollautomatik. Wir können das sehr schön kontrollieren. Und guck mal, Verschlussfang haben wir glaube ich auch nicht. Ja, das ist halt bei allen, das habe ich glaube ich bei der AKM auch nicht erwähnt. Der Verschluss wird nicht hinten gefangen, wenn das Magazin leer ist, sondern es passiert nur das, es klickt. Aber eine ganz schöne Anfängerwaffe, kann ich mal sagen. Man hat wenig Sachen, weil ihr werdet es merken ab und zu, man bleibt irgendwo hängen mit der Waffe, im Türrahmen oder sonst wo. Das hat man bei der nicht. Und man kann sie ab Spectre 2 kaufen. Das ist auch der nächste große Vorteil. Bis auf den Schalldämpfer kann ich hier alles ab Spectre 2 kaufen. Kann also ab Spectre 2 mit den AK-SU spielen. Kann, wenn ich irgendwann die Magazine auf AP habe und wenn ich Spectre 3 ankomme, kann ich auch einfach ein paar AK-SU verkaufen. Ich kann einfach die Rail abnehmen, klemme die hier dran. Habe eine etwas schlagkräftigere Waffe. Die ist also
Die 74 selber ist ein bisschen kampfkräftiger. Auch da bin ich oft genug von erwischt worden. Also für alle, die mit einer AKM nicht zurechtkommen, fangt mit einer AKSU an. Und wenn ihr wollt, geht danach auf die AK-74. Ihr braucht euch nichts umstellen. Ihr habt nachher nur eine etwas größere Waffe und dementsprechend etwas mehr Feuerkraft. Mit panzerbrechender Munition komme ich auch durch so ziemlich alles durch. Kann ich einfach nur empfehlen, das System. Ich spiele es aktiv aktuell nicht mehr, weil mir der Durchschlag dann im Endgame ein bisschen fehlt. Aber für alle, die bei Tabor anfangen, guckt, die AKSU, die wird bis jetzt immer im Raid mitgenommen. Ich sehe es bei jedem, wir nehmen sie auch immer noch mit, weil sie geht in den G4. Und wenn du sie nur verkaufst, kannst du immer nehmen, bevor du gar nichts hast, geht die immer sehr gut. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.